Mensch, Volker, dass wir das geschafft haben, uns in deinem Traumgarten hier zu treffen. Das ist ja wirklich ein Kleinod, wo man sich hier wiederfinden darf. Und ich bin mehr als begeistert, dass wir uns in diesem ja sehr, sehr besonderen Umfeld, was ihr hier seit über 10 Jahren mittlerweile zelebriert, wiederfinden dürfen. Liquid Kitchen, flüssige Küche. Und das sind ja auch wirklich eher Speisen als Getränke, was ihr hier generiert. Wie kam es dazu? Als ich die Bar hier aufgemacht habe, oder besser gesagt 2005, habe ich schon damals in der Carte Blanche angefangen. Was kann man anders machen als alle anderen? Und das, denke ich, haben wir in den letzten Jahren ganz schön in Angriff genommen und haben da ist was gemacht. Also das sieht man schon in dem Augenblick, wo man hier durch den roten Vorhang streitet, kommt man wirklich in eine ganz andere Welt und das ist wirklich in einer klassischen Barkultur, die dann aber wieder super modern interpretiert wird. Also das finde ich toll und aber zu wissen, dass es Menschen gibt, die genauso verrückt sind wie wir, die jedes Detail kennen und wir, die ja Dinge schafft, wo man als Gast manchmal gar nicht so schnell erkennen kann, was alles dahinter steckt. Also deshalb finde ich das super spannend, auch mal so ein bisschen bei deiner Schulter gucken zu dürfen und das zu verstehen, was ihr da ja an Passion und an Wertschätzung erstmal reinstecken müsst, damit dann halt auch wirklich solche Sachen entstehen können. Und wenn wir dann den kleinen Rahmen dazu bilden, ist das natürlich ein großes Vergnügen. Ja. Ja, die meiste Arbeit ist halt in der Arbeit. Das heißt, ich habe kurze Nächte, das heißt morgens früh um 8 Uhr, 8 fällt 8, gehe ich aus dem Haus raus. Also das typische Klischee des Bartenders, dass der da lange Schild und sonst was. So langsam mit die Idee gekommen ist. Ist, glaube ich, bei mir eher weniger gegeben. Das heißt, es ist wirklich ganz viel mit Vorbereitung dieser Blas zu tun. Es ist ja hier auf 3 Stockwerken und bei uns dreht sich alles immer nur um Deutschland. Wir haben über 120 hausgemachte Zutaten. Für uns ist auch kein Weg zu weit. Wir holen teilweise die Sachen persönlich in Nürnberg oder woanders ab, weil sie nicht transportfähig sind, wie die Mittelschädel-Erdbeeren im Sommer oder noch viele andere Sachen. So entstehen dann neue Getränke und selbst da überlege ich mir mal, wie kann man sie modifizieren. Wie oft kriegst du ihn denn dann, bis der so ist? Es gibt Sachen, die gehen relativ schnell, das will ich zugeben, das ist so Glück meine jahrelange Erfahrung. Aber es gibt auch Sachen, die landen dann 5-6 Mal im Ausguss, muss ich dann sagen. Kann ich keinem anbieten? Will ich nicht und da ist der Anspruch zu hoch und so und ja, im Endeffekt entscheiden wir es dann aber auch ganz oft zum Schluss zusammen und dann auch zum Fred hingehen und sagt ihr Fred, wie findest du das, können wir das so rausgehen oder das können wir verbessern, ist da noch... Also du guckst, aber der Gast testet nicht. Das soll er gar nicht mitbekommen. Ja, nein, aber immer wichtig, das darf man auch nicht vergessen, weil das ist keine One-Man-Show, die hatte ich fast in der Carte Blanche gehabt, 14 Jahre lang und es hat mich fast zugrunde gerichtet und ich bin froh, dass wir ein großes Team haben und dass man auch hier eine gewisse Aufgabenverteilung hat, dass derjenige dafür zuständig ist, dafür. Und bei mir ist es halt so, dass ich immer noch die Vorarbeit liebe und mache das auch gerne tagsüber. Ich habe da gar keine Probleme. Klar, es sind dadurch immer sehr, sehr lange Tage, aber es ist wichtig, dass man auch in so einem Team wie bei uns die Aufgaben verteilt. Jeder hat seinen Part, jeder weiß, was er zu tun hat und nur so kann eine Bar funktionieren, ja. Okay. Und wir sitzen trotzdem in einem traumhaften Garten, oder? Wie kann das passieren? Oder so, man denkt immer, Bar, ganz wichtig, also der Garten ist jetzt schön und der ist jetzt traumhaft, war es aber vorher nicht. Vorher, wo ich das erste Mal hier hinkam, standen da vorne, ich erzähle das immer wie 3 Gerolsteiner Kühlschränke, wirklich, die standen da, man konnte kaum hier hinkommen, hier war 70er Jahre Putz und ich weiß noch, dann habe ich mir eine Hilti geschnappt, ich habe dir nichts erzählt und habe die Hilti da in die Wand reingesteckt und habe dann losgelegt und habe dann 2 Wochen lang hier bestanden, denn alle haben mich für verrückt erklärt. Ich habe ja gesagt, nix. Das ist so traumhaft, du, Mauerwerk ist ja das muss wieder leben. Und dann habe ich 2 Wochen hier nichts anderes gemacht als das Freigewicht. Früher war keine Markise hier war keine Blume, hier war nichts dünnes. Also das war wirklich ein wenig nett gemeint, runtergegründet. Und 360, ich denke, jetzt ist es mit vielen, vielen Kleinigkeiten, die auch Liquid Garden, Seiders und den Fliesen. Das waren früher mal Türen gewesen und so und das war dahinter auch nicht so ansehnlich. Und dann haben wir das alles Stück für Stück alles verfeinert und ich denke, jetzt ist es die grüne Oase in Köln. Ja, eine grüne, super kulinarische Oase. Wobei wir gerade noch auf der Autofahrt gesagt haben, Kulinarik hört sich mal so nach Essen an, Küche ist richtig oder so. Liquid Kitchen ist ja im Grunde genommen, dass wir die Technik
aus der flüssigen Küche aus der Küche benutze, um flüssige Kreationen herzustellen. War toll, Menschen zu treffen, zu kennen, an unserer Seite auch zu wissen, die wirklich mit so viel Liebe und so viel Wissen und so viel Passion auch immer wieder auf der Suche nach neuen Dingen sind. Ja, wir versuchen immer neue Produkte zu entwickeln, neue Dekore. Kommt uns auch zugute. Ja, ich hoffe, dass das so eine Win-Win-Konstellation ist. Und ich meine, so wie du sagst, dass deine Gäste ja auch mal sehr überrascht sind, dass hier wirklich jeder Drink auf einer Untertasse oder auf einem Brotteller von uns serviert wird. Also das wüsste ich auch nicht, dass das irgendwo auf der Welt jemand mit so viel Liebe zum Detail und mit dieser Wertschätzung auch, weil ich meine, das ist sensibel, also man könnte das halt auch deutlich pragmatischer handhaben, aber das Pragmatismus ist ein Wort, das kennst du, glaube ich, in der Vokabular definitiv nicht. Also das können alle anderen machen, aber hier kümmert man sich halt immer wieder um das besondere Erlebnis und das macht einfach Spaß. Ja, für mich ist auch wichtig, dass deswegen denke ich, ist es auch mit unserer Zusammenarbeit so toll. Ihr lasst euch immer ständig was Neues einfallen. Es kommen immer neue Kreationen und ob es jetzt letztes Jahr, ich glaube, war es letztes Jahr, wo es rausgekommen ist. Reaches. Ich mag das nicht immer mit dem Gleichen zu arbeiten. Ich brauche irgendwie wieder was Neues und dann zapp ich bei euch rum und gucke so, was gibt's denn jetzt wieder Neues? Könnte es das eventuell sein? Könnte ich vielleicht da reinmachen oder so? Und aber so entstehen dann auch neue Drinks. So, und das ist halt eine super Kooperation und es passt halt perfekt für uns. Das ist, und das sage ich nicht, weil du jetzt hier sitzt, das ist wirklich. Ja, vielen Dank. Ja, freue mich, ich glaube, deshalb haben wir uns da ganz gut gefunden an der Stelle. Oder die Marken, die Passion, weil ihr seine Brands, wir sind mit Sicher bei Fürstenberg da toll aufgestellt und haben da auch einen großartigen Partner auch an unserer Seite, der in der Lage auf diese Dinge zu realisieren, weil hinterher sieht das auch immer alles so selbstverständlich aus, braucht aber auch viele kompetente Hände, die das dann vergolden, die Dekore da drauf bringen. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal reingehen und noch ein bisschen gucken, was da halt auch in der Bar passiert. So schön das ist und man ist wirklich geneigt, bei diesem tollen Wetter hier drauf zu sitzen und das kann man ja das ganze Jahr über. Das finde ich auch sehr, sehr besonders. Wo gibt's das? Weil unsere Witterungsverhältnisse lassen das nicht immer so zu. Aber ihr schafft das auch dem Gast das Ganze mit Frischluft hier zu verwirren. Ganz muggelig. Hallo. Dann habe ich das Vergnügen, das mal live und in Farbe zu ergeben. Wir haben gerade über so viele spannende Dinge gesprochen oder so, aber ich glaube, ich das als erstes mal wirklich dein Signature Mai Tai probieren. Nein, ich habe das ja schon einige Male sehen dürfen, optisch, aber ich habe es leider selbst noch nicht genossen und das ist wirklich sehr, sehr froh, dass wir endlich die Gelegenheit haben, das auch mal gemeinsam zu sehen, wie sowas entsteht. Und ich glaube, das, was das Endergebnis ist, wie gesagt, habe ich schon auf Fotos gesehen, aber was alles dazugehört. Was macht denn für dich den Reiz aus, mit Porzellan zu arbeiten? Also man denkt immer, Bar ist irgendwie alles mit tollen Flaschen aus Glas und dann kommen wir mit unserem Porzellan daher und du hast auf einmal einen ganz anderen Ansatz. 2005 in Deutschland, denke ich, eine der ersten, die eine asiatische Karte gehabt hat. So asiatische Karte heißt, ich habe asiatische Kategorie gehabt. Dann haben mich alle für verrückt erklärt und dann ging ich mit diesen Asien-Cocktails. Dadurch, dass ich 99 fast jedes Jahr 1-2 Mal in Asien war, wollte ich es authentischer. Und deswegen fand ich das aus Gläsern lange. Ist das mittlerweile einfach ein besonderes Erlebnis. Und ich meine, es ist ja schön zu hören, wenn die Menschen dann auch immer wiederkehren. Das ist ja, hast du wie letztens mit dem Drink und der gesamten Inszenierung davon überzeugen können. Und ich sehe schon, das geht viele schöne, leckere Dinge in einen Shaker. Und das ist wirklich sicher, dass das nur für eine Person ist. Es ist nur für dich. Okay, ja. Das ist, Alle sagt immer so, das ist die böse Suppe. böse Suppe, das kennt man irgendwie eher als Long Island Ice. Die ist da gar nicht schnell Den kann Zutaten. Und hier geht es letztens um Genuss und nicht um den alkoholischen Geist. Das sehe ich schon. Und ja, wirklich, andere Leute nutzen das als Müsli-Schale, vielleicht um diese Uhrzeit, ja, aber. Okay. Auch so eine Faszination bis auf das Trocken, was das ja genau rein, ne?
Wie schafft man das? Ich habe es schon ein, zwei Mal gemacht. Ja, gut, das mag so sein, aber ich meine, ich habe hier nichts gesehen, was auch nur ansatzweise irgendwo mal darauf hindeutet, ich muss das hier irgendwie mal auswittern oder abmessen und. Wir arbeiten sonst ganz viel mit Checker. Ja. Fast ausschließend mit Checker. Aber der Pro. Meine Teilvariationen sind eine der wenigen, die wirklich, ich sage jetzt mal, im Free-Pulling gearbeitet werden, also ganz freihändig, weil ich wirklich ein Gefühl habe, genau wie viel da rauskommt und siehst du, funktioniert. Können wir vorstellen, dass produzierst unfassbar viel Instagram-Content, bevor die Menschen dann endlich dazu kommen, es auch zu genießen. Also manchmal, wenn wir zum Beispiel mit Schäumen arbeiten, Schäume geht auch schon mal eine Zeit ein wenig runter, muss man die Damenwelt schon mal daran erinnern, dass ich doch lieber erst mal ein bisschen was trinken soll daraus, weil das dauert ein wenig zu lang. Schön, aber und kriegt man auch schnell noch mal einen zweiten. Das ist ja vielleicht auch ganz schön. Ich sehe es, wir sind noch nicht ganz, noch nicht wo wir hinwollen. Und jetzt kommt noch Kleiner Blumenstrauß. kleiner Blumenstrauß aus The Extra Asian Touch. Nur für dich. Ja, 1000 Dank. Das ist ja. Cheers. Jetzt musst du mir helfen, wie ich das am besten genießen darf. Darf ich das wirklich jetzt? Also am liebsten, oder jetzt, wenn du das jetzt aus der Schale, da habe ich ein bisschen Angst, dass du deinen feinen Anzug siehst. Du machst alles mit und Da geht's schon los. Also mit Stäbchen komme ich grundsätzlich ganz gut zurecht, aber ich probiere das tatsächlich mal. Dann, ich glaube, dafür gibt es nur perfekte Uhrzeit. Und es ist egal, wann und wo, aber wenn, dann nur im Seiberts. Das ist schon Chapeau und sensationell und da muss es bitte mal sein, unfassbar, was man wirklich in einer so schönen Schale noch Besseres generieren kann. Großes Kompliment, das heißt schon ganz großes Kino. Aber das ist ja zum Glück aus meiner Sicht gesehen nicht das einzige schöne Teil, was bei dir sich hinter der Bar wiederfindet. Ich sehe Prometheus. Was gibt es denn da Gutes zu genießen aus einem Prometheus, da können wir dir was Gutes machen. Ja, wie reagieren denn da die Weise. wenn du den ein solches Gefäß hinstellst? Bin gespannt, da kommt sicherlich auch entsprechend tolles Nice-Boards. Ja, das erste ist, darf ich dir mal anfassen? Okay. Ganz oft darf ich dir mal anfassen und so. Ich schon immer das sagen, dass das echt Gold da drin ist. Und dann gucken sie mich alle an, so ganz unglaubwürdig. Was erzählen die mir jetzt? Das sag ich doch, das ist echt Gold ist da drin. Und ja, es ist einfach ein wunderschöner Becher, der ja ganz viel Ausstrahlkraft hat. Und bauen wir jetzt für ein Upgrade für einen Singapore Sling um. Alright. Ja, also wir haben uns vorgenommen, damals, ich habe Singapore Slim in der Carb gelauncht, damals 1999 noch, sind schon ein paar Jahre her, habe ich den hoch, runter, links, rechts gemacht und das in einer minderwertigen Qualität, würde ich einfach mal so sagen. Und dadurch ist halt entstanden, hier, wir legen mal alle Sachen auf die Goldwaage, das heißt von der Darreichungsform, aber auch gerade von den Zutaten her. So, und dann ist es uns gekommen, dass wir einfach dieses Getränk passen. So ein toll. Becher, sage ich jetzt mal. Wofür benutzt du sonst die Becher? Das ist schon halt wirklich auch mal als Cocktailbecher entstanden. Ehrlicherweise muss man sagen, zuerst gab es das Eisbucket, die größere Variante des Prometheus und haben dann doch aufgrund des Erfolges des Eisbuckets dann, die Form ist einfach so sensationell, wir müssen das jetzt als Gefäß bringen und ja, gut, dass wir es getan haben. Ich glaube, das ist halt etwas ganz Besonderes. Es kühlt noch einen Moment länger, was ja auch nicht schlecht ist für einen tollen Drink. Und dementsprechend, ja, ist es, glaube ich, gerade in dieser satinierten Oberfläche etwas, was halt auch eine ganz besondere Haptik hat. Chapeau. Das ist schön. Jetzt weiß ich, woher das Thema Liquid Kitchen kommt. Das ist wirklich eine köstliche Speise, ein sensationelles Getränk. Und ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass ein solchen Genuss in unserem Gefäß sich letztendlich wiederfindet. Ich glaube, da sind wir ein gutes Couple geworden. Volker, sei so gut und gib mir doch noch einen schönen Abschluss, nachdem ich so viele besondere Dinge genießen konnte. Was hast du da? Schönen persischen Safran-Champagner zum Abschluss. Persischen Safran. Aus einem passgereiften Campari aus dem Whiskyfass. Ja, dann auf dein Wohl und auf die nächsten 10 Jahre im Seiberts. Ich freue mich natürlich, wenn gerade so unser Signature-Becher, auch wenn es nicht so den einen gibt, aber gerade mit der Sternexplosion steht das natürlich schon sehr für Sieger und Sieger bei Fürstenberg. Gibt es denn bei dir eigentlich einen besonderen Artikel, wo du mal sagst, den greife ich raus? Am Anfang hatte ich ja diese ganzen Schwarz-Weiß-Kollektion, so mit Goldrand, breit. Ja, aber dann auf einmal
kommt hier für die gedrohten Tierarten, kommt ja auch noch mit den Oktopus Ecke. Und da hatte ich ja gar nicht mit gerechnet. Und dann denke ich mir so, wow. Okay, die haben sich inspirieren lassen. Ja, und dann dachte ich mir so, wow, das ist, wir haben unser Maskottchen schon seit 2005 oder von mir das Maskottchen seit 2005, weil da fahren ja auch ganz viele, kommst du auf die Idee, des Oktopus und diese Vielfältigkeit, diese Kraken ist eine der intelligentesten Tiere. Und das hat es dann ausgemacht und ich glaube, im Moment ist es der